Wurde gescammt. Alter. Ihr habt es doch gerade gesehen. Da stand 4% und ich hatte 83. Und ich habe jetzt einfach 86. Es hat einfach nicht gestimmt. Bei der Couple Quest. Es hat einfach nicht gestimmt. What? Was für ein scheiß Scam, Alter. GG. Da macht man schon diese Kacke und dann wird man auch noch gescammt. Erstmal Ticket schreiben. Ja, das Problem ist, es gibt bei der Couple Quest halt auch Komma-Prozente, aber die werden nicht angezeigt. Manchmal frage ich mich wirklich, was die Entwickler eigentlich hauptberuflich machen. Also halt no front, aber allein schon die Tatsache, wenn das stimmt, ich weiß es nicht, ich war noch nie auf Couple Level 9. Oder vielleicht war es auch höher als 9. Aber auf jeden Fall, wenn es wirklich stimmt, das wurde mir schon gesagt, dass man ab einem gewissen Couple-Level, ich meine es war 9 oder so, dass man, wie gesagt, nicht mal mehr 1% pro Stunde Couple-XP bekommt, aber man bekommt noch XP. Also es erhöht sich schon noch, aber halt erst nach 2 Stunden. Und das heißt, es gibt ja anscheinend Komma-Prozente. Ja, aber warum werden die da nicht angezeigt? Ich meine, irgendwann mache ich Couple-Quests und bin 10 Stunden online und habe keine Ahnung, wie viel Prozent ich jetzt eigentlich für irgendwas bekomme. Ich weiß nur, ich bekomme irgendwie Prozent und irgendwann erhöht sich es irgendwann mal um irgendwas. Also, what the fuck einfach nur. Verstehe sowas einfach nicht. Komplett crazy. Und was sie außerdem hätten machen können halt, wenn sie keine halben Prozente machen wollen oder keine Komma-Prozente, hätten sie es ja wenigstens so machen können, dass alles immer mindestens 1% gibt. Also eine Stunde online ist immer mindestens 1%. Party auf 10. Chillen Sie mal, Sir. Alles gibt 1%, Couple Quests geben 1%, eine Stunde online sein gibt 1%, also es kann nicht unter 1% sein. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht an deren Stelle. Oder ich zeige halt die Komma-Prozente an. Aber das ist anscheinend aus irgendeinem Grund nicht möglich. Als ob das zu spät war. Du bist 9, hast volle Prozente. Ja, es gibt ja auch Krauschi. Krauschenberger. Sir. Das ist doch genau das, was ich meine. Es gibt halbe Prozente, aber sie werden dir nicht angezeigt, Sir. Also, selbst wenn du welche hättest, du kannst es ja nicht sehen. Das ist doch genau das, worauf ich hinaus will. Sir. That's what I'm talking about, man. Achte mal drauf, Krauschi, beim nächsten... Da steht doch passive XP in x Minuten. Achtet mal drauf, wie viel ihr bekommt. Ab Level 9. Ich kann ja auch mal drauf achten, in 8 Minuten. Also ich habe 86. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird auf 87 gehen. Nicht 100% sicher, aber ziemlich sicher. Und, also ich meine, interessant wäre auch jemand auf Level, keine Ahnung, 20 vielleicht oder so. Also bei so einem richtig hohen Cup, falls es überhaupt schon jemand erreicht hat, ich weiß nicht, was das höchste Couple-Level ist. Also was schon jemand erreicht hat. Was ist eigentlich das höchste Couple-Level für Skill? Braucht noch irgendwie Level 15 oder so, ne? Naja, hier genau, Level 15 für den Blessing Broom. Trash Skill. Aber ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal drauf achten, weil mich würde vor allem interessieren, weil wenn es auf 9 oder so anfängt, dass man nicht mal mehr 1% bekommt, da musst du ja auf keine Ahnung, also ich meine 9, Level 9, das ist ja ultra wenig. Du kriegst ja sogar erst ab Level 5, kriegst du erst Golden Luck, ich bin Level 8 und habe noch gerade mal die Hälfte der Skills freigeschaltet, also Level 8 ist ja nichts und Level 9 folglich auch nicht wirklich. Und das heißt, es wäre schon interessant zu wissen, ob man dann irgendwann gefühlt 10... Also das erinnert dann schon ein bisschen an Flive PC, lustigerweise. Bei Flive PC war es ja wenigstens so, du musstest 90 Tage am Stück online sein. Und dann hattest du aber alle Skills immer aktiv und du hast gar keine Punkte gehabt. Also du hast einfach immer alle Vorteile vom Couple-System permanent aktiv gehabt. Und du musstest insgesamt 90 Tage zeitgleich online gewesen sein. Gut, 90 Tage zeitgleich online ist 90 mal 24 Stunden. Ich meine, das ist schon viel.
Aber dafür hattest du es einmal und dann für immer. Was ja dann irgendwie doch wieder auch gut ist, letztendlich. Und die ersten 6 bis 12 Level gingen eigentlich relativ schnell. Das letzte Level alleine hat ja irgendwie... Oder nee, war es das letzte Level, was 90 Tage gebraucht hat? Nee, es war schon insgesamt, ne? Naja. Auf jeden Fall, da hattest du wenigstens ein glasklares System, wann du was bekommst, für wie lange und wie viel Zeit das kostet und so. Und hier habe ich das Gefühl, also ich weiß ja nicht, ob es stimmt überhaupt, ne? Wie gesagt, mir wurde das nur gesagt, dass man irgendwann keinen vollen Prozent mehr bekommt. Aber ich meine, warum sollte man sich sowas ausdenken? Und ich meine, wie lange bin ich jetzt schon Level 8? Also, ich weiß es nicht, aber ich wette mindestens schon 2 oder 3 Wochen. Also, ich meine, ich kriege auch offensichtlich extrem wenig XP durch das Passive. Also, es kann unmöglich mehr als 1% sein bei mir. Und heißt ja folglich, wenn es immer weniger wird, muss es ja zwangsläufig unter 1% fallen. Und das ist halt schon ein bisschen crazy. Ich meine, ich verstehe schon, die wollten vielleicht dafür sorgen, dass du dich einfach 24/7 deinen PC anlässt und so halt sau viele Prozente farmst. Aber wenn du 1% pro Stunde bekommst, lässt du deinen PC 24 Stunden an, was ja schon viel ist, wenn er einfach nur läuft wegen Couple. Oder auch Handys, wenn du 2 Handys hast, das ist ja genau das gleiche, das ist ja die Stromverschwendung und die Geräte leiden ja auch darunter. Die Technik hat ja auch Nachteile davon, wenn sie 24/7 eingeschaltet sind und so. Und das alles für 24%. Das müsstest du dann 4-mal machen, also 4 Tage und 4 Stunden für ein Level-Up. Das ist ja Wahnsinn. Wer würde das jemals machen? Also, falls das so ein Bedenken von denen war, ist das, glaube ich... Ich meine, es gibt sicherlich immer... Es gibt immer Leute, die sowas machen. Aber die Frage ist halt, willst du wirklich immer so ein System erschaffen? Wegen 5 Hanseln, das ist genau das gleiche wie mit den Scammern, mit den Postnachrichten. Du schaffst ein System, wovon gefühlt jeder benachteiligt wird, wegen 5 Leuten, die es abusen. Und darunter müssen alle anderen leiden. Und das verstehe ich einfach nicht. Dann suche ich mir doch lieber die 5 Leute einzeln raus und probiere die irgendwie zu bestrafen oder so. Ich meine, in manchen Situationen geht's nicht. Ich meine, wie willst du jemanden bestrafen dafür, dass sein PC 24/7 online lässt? Würde nicht wirklich Sinn ergeben. Aber beim Scammern zum Beispiel ist schon Sinn ergeben, die einzeln rauszusuchen und zu bestrafen. Aber das meine ich halt. Also ich meine, wie kann man ein System erschaffen, in dem du quasi alle benachteiligst, nur weil ein paar Leute nicht das machen, was du willst, dass sie machen oder so. Oder es nicht so machen, wie du willst, dass sie es machen. Und das ist schon crazy. Auf Materia Insight steht, man braucht 129.600 Minuten bis maximal Level 21, was 2061 Stunden sind. Das ist Flive PC, Krauschi. Das sind 90 Tage. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. 90 mal 20, 1800. 90 mal 4, 360, 2160, 90 Tage. Das war Flive PC Store, das war das, was ich gerade gesagt habe. Mon frère. Flive Universe gibt es kein Maximallevel, soweit ich weiß. Sonst wird es ja wahrscheinlich angezeigt werden. Es gibt maximale Skillpunkte. 700 maximale Skillpunkte kannst du haben. Was ja auch ziemlich Schwachsinn ist, weil... Als ob irgendjemand jemals 700 Punkte hat. Außer er hat sie gekauft. Aber wofür bräuchtest du so viele Punkte? Ja, das ist schon seltsam. Dann Zwangsscheidung. Ja gut, ich meine, du kannst einfach ein neues Kabel machen. Ja, das ist ja eh so etwas. Das habe ich am Anfang vom Couple-System gesagt. Wenn du irgendwann keine Punkte mehr hast und halt auch schon ein extrem hohes Level, wo du passiv keine Punkte mehr dazu bekommst, sondern nur noch durch die Anniversaries, wo man ab und zu was zugeschickt bekommt, dass du dann sagst, es ist sinnvoller, nochmal das Couple abzubrechen, weil du kannst ja innerhalb von einer Woche Level 5 sein. Easy. Innerhalb von wenigen Tagen kannst du Level 5 erreichen. Und eigentlich macht es dann, also es ergibt eigentlich mehr Sinn, als sich dann abzuhetzen, abzumühen, irgendwie zu probieren, das Couple-Level, wenn du zum Beispiel wirklich Level 20 plus bist und kaum noch XP durch irgendwas bekommst, da dann noch irgendwas zu reißen. Also die klügere Entscheidung ist dann irgendwann safe, dass du es abbrichst und ein neues Couple machst. Habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich das befürchte, aber bisher habe ich es noch nicht gebraucht. Auf Borodeng ist jetzt richtig geil, weil ich spiele auf Borodeng gerade nicht. Aber man kriegt halt trotzdem das Anniversary. Ich weiß gar nicht, ob man dafür sich überhaupt einloggen müsste oder ob man es auch einfach so bekommt.
Aber meine Burodenk-Couples, die waren auch teilweise leer. Und jetzt haben sie alle über 100 Punkte. Und manche sogar schon 200. Und bis zum Ende vom FEC werden die wahrscheinlich noch über 300 gehen. Dann komme ich auf Burodenk und habe richtig fett Punkte. Puntoleros. Wobei mir gerade auffällt, meine Jester haben keinen Couple. Ich sollte meine Jester noch verheiraten, fällt mir gerade auf. Dann könnt ihr auch schon mal Anniversary farmen. Und mit dem Jestern habe ich bisher nicht gefarmt, die haben gar keinen Couple. Das sollte ich mal ändern.